Hi guys, as you can see, I'm working again in my square watercolor journal, and I'm just having fun with that one. It's the right size and shape, and just perfect. And this paper just takes so much media, and really happy about that. I mean, um, the square one, not the rectangle one I have, a bit smaller, the same paper, and but the size, square size, I think is just, it gives so much more opportunities to play with the layout, and so that's why I really like it. Using here gesso and put it on onto the page in a way that I have it in the middle a bit smoother, but around it like this curved wavy shape. That's what I wanted to get, a wavy um, shape, in a way that it can be waves, it can be speed. You will see later why. And then going on working with watercolors. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch eine Seite zeigen, wo ich wieder in meinem quadratischen Aquarelljournal arbeite. Das ist einfach super, was das Papier alles aufnimmt. Und habe erst mit Gesso gearbeitet, ein bisschen dicker aufgetragen und mit einem Spatel, und habe dann so eine Art, wie so eine Welle, Kurve im unteren Bereich angelegt, einfach weil ich wollte, ja, Wellen darstellen, verbunden mit einer Art Geschwindigkeit in der Richtung. Ihr werdet sehen, warum. So, und dann habe ich natürlich Strandfarben aufgenommen, Sand, Wasser, und das Dunklere im Hintergrund eigentlich, das sollen Felsen sein, weil auf dem Foto, das ich benutze, ist ein Felsen, den sieht man nicht so gut, der ist so hinter mir. Ich bin auf dem Foto und der ist dann so hinter mir. Das erkennt man jetzt nicht ganz so gut, aber es ist ein Felsen da im Hintergrund. So, ähm, und der Grund, warum ich auch so die Geschwindigkeit symbolisieren wollte, ist eigentlich, weil das ein Foto von mir ist auf meinem Motorrad. Wir sind ja früher ganz viel mit Motorrädern verreist, und das ist ein Foto davon, das war auf Corsica. Ich meine, das war Corsica. Wir sind immer Corsica, Sardinien gefahren, Italien, aber meistens Corsica, Sardinien. Das ist einfach wunderbar, mit dem Motorrad dahin zu fahren, Urlaub zu verbringen, ist absolut super, die ganze Insel abzufahren, jeden Tag woanders oder auch mal 2, 3 Tage hier und da bleiben. Aber es ist super. So, hier habe ich jetzt das Foto. Ich habe ja nur einen Inkjet-Drucker, und das ist ja nicht stabil. Das heißt, wenn du mit Wasser drüber gehst, dann verläuft ja alles. So, wenn ich das drucke, wenn ich das benutzen will mit Flüssigkeiten später, dann drucke ich das, und dann gehe ich mit einem Spray, Acrylic Varnish Spray drüber, und also 3 oder 4 Mal gehe ich da drüber, lasse das trocknen, und dann ganz vorsichtig, wie ihr gesehen habt, mit einem flüssigen Varnish nochmal, um das zu versiegeln. Das funktioniert wirklich sehr gut. Man muss aber allerdings dann vorsichtig sein, auch wenn man mit dem Spray vorher drüber war. Wenn du jetzt mehrfach mit dem Pinsel darüber gehst, dann verschmierst du das, weil natürlich das flüssige Varnish das auch wieder ein bisschen anweicht. You can see now that I use my photo here from a holiday. In the past, we went with our motorbikes for holidays a lot in Corsica and Sardinia, and that is Corsica actually, and that's why I use this on the right and the left. This darker colors symbolize rocks, because in the background it's you could see a rock. It's, yeah, behind me in the sea, that's a rock, but yeah, it is, believe me, you can hardly see it, but that's what I picked up here with the darker colors. And I only have an inkjet printer, so it is not waterproof, and I really struggle with that. I'm thinking about getting a laser printer, but it doesn't matter. So what I always do is, when I printed it,
I go over a few layers with a spray varnish and let that dry. And when that's dry, I go, you could see that, over with a liquid varnish, this Liquitex, and really carefully, layer by layer, just go over once in one direction. And you need to get a bit of a feeling for it. You need to do it a few times, but it then will seal it completely, and you can work on top of it, as you can see here. And I've torn it apart because I didn't want to have cut edges, because they will be much more visible than when you go over with the paint. They always will be visible, of course, but it is better to tear them instead of cut them out. So, and of course, sometimes you want to have a cut, you want to have this break, and you want to emphasize that. That's okay, but in this case, I didn't. Go over here with acrylic paint. Acrylic paint with watercolors, of course. What I did before, I used a watercolor primer to make the background again better for the watercolor use. And now go over, look that I somehow match the colors of the background, but it's not that important because I go over all the picture anyway. So, ich habe jetzt dann hier mit Aquarellfarben gearbeitet auf dem Bild auch, und ihr könnt sehen, das bleibt relativ stabil, und habe versucht, so ungefähr mit den Farben hinzukommen. Ist eigentlich völlig egal, weil ich gehe ja drüber sowieso, auch über das Foto. Und habe das jetzt so ein bisschen ausgebreitet, so dass ich die Farben und vom Foto aufgenommen habe und das noch rechts und links erweitert habe. Und habe ich das schon erzählt euch mit den Seiten, die habe ich gerissen, natürlich, damit das nicht so sichtbar ist. Manchmal möchte man das schon mehr sichtbar haben, aber im Prinzip ist es eben gerissen, finde ich es immer schöner, obwohl man sieht es schon. Aber das ist ja auch der Clou, ich möchte ja auch, dass man es sieht. Das soll ja schon so aussehen, dass ich ein Foto benutzt habe. Und werde jetzt das Ganze noch einrahmen. Habe jetzt natürlich versucht, was sieht am besten aus, hin und her, und werde den Teil einfach auch aus Dekorationszwecken, werde das hier mit dem Hefter befestigen oben und den Rest dann kleben. Und so, ja, genau. Und den Rest klebe ich dann. So, here I wanted to frame it. I have a lot of different sizes. Wasn't sure how to what looked best. And I think the small frames, and especially a white one and a black one, is just perfect for it. For me, I found that the most suitable ones. So that's why I used them. And I used this attacher for it on the top. Of course, only the top, because I couldn't reach the other areas. And I'm not having an attacher where you can work all over the page. So I guess I could do it somehow. But it doesn't matter. But as a decorative element here, I use the attaching metal things here on top, and the rest I glued. So, bit of stamping here, the birds in the sky, and a sailing boat on the sea, and a bit of here on this rocks, a bit of stamping I do, a bit of bubbles. I have this bubble stamp, use it with blue, do it around, and then I have this sticker got from my friend Mike. This words, they adjectives, like you have it, you can see it. It looks like from a dictionary. It says then this is from sweet, and it's sweet is adjective containing or tasting and so on. But I thought the two stickers, or the two sentence I used, is having a pleasant sound, having a pleasant smell.
And that is to me perfect for this picture, because having a pleasant sound is my motorbike and having a pleasant smell is the sea. Of course, the sea always have, a sea has a special smell, and it's a pleasant smell to me, not to everyone, but to me. So that's what I use here, and it will be the sea line or the horizon line in the background. I will put it on, and I will stamp on a few words later. Ich habe jetzt hier von einem, habe ja gesehen, das habe ich abgeschnitten von so einem Sticker, den ich geschenkt gekriegt habe von einer lieben Freundin. Und zwar von so, wie so ein Wörterbuch eben. Und das ist sweet. Und ich brauchte dann nur diese 2 Sätze, eben, die sagen, having a pleasant sound and having a pleasant smell, hat eben einen sehr angenehmen, Geräusch und ein angenehmen Geruch. Und das bezieht sich für mich jetzt hier, wenn ich das Bild sehe, auf den Sound, also das Geräusch, natürlich das Motorbike, mein Motorrad, und den angenehmen Geruch. Das bezieht sich natürlich auf die See, weil für mich die See das ist eben ein ganz wunderbarer Geruch für mich. Natürlich, ihr kennt mich. Ich bin da ja so ein bisschen obsessiv. Aber so, hier nochmal zur Unterstreichung, eben um diese Bubbles oder eben so diese Kreise aufzunehmen, in hellblau eingefärbte Modellierpaste durch die Schablone hier, und muss das natürlich erstmal trocknen lassen, und dann stemple ich hier meine Wörter, und zwar in Deutsch Meer und Meer. Ihr versteht das Meer natürlich als die See, und dann das Meer, das viel mehr, das ist mein Motorrad natürlich. Das ist für mich mehr und noch mehr dazu. Ja, ihr versteht schon. Das Plus muss ich dann leider mit einem Schwarz machen. Ich habe keinen Plus-Stempel. Here you could see I've done this modeling paste through the stencil just to pick up the bubbles, from the sea. And this is in German Meer and Meer. That means it sounds completely the same, but the spelling is different. Meer with double E is the sea, and this with EH, that is more. And to me it's the sea, and more is the motorbike, of course. Bit of stamping in the background, but that's it then, guys. And the close-up is coming up now, and I just say thanks so very much for watching. I hope you liked it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay careful, stay healthy, and never forget to be creative. Bye-bye, guys. So, ihr Lieben, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals, immer schön kreativ bleiben. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.